Hallo, heute sind wir im Tiergarten Schönbrunn. Im Hintergrund sieht man unsere jungen Geparden, die sind am 22. Juni auf die Welt gekommen. Noch 6 Jahre, wieder mal welche. Entwickeln sich derzeit, wie man sieht, eigentlich prächtig. Und es ist, bei den Geparden ist es immer noch so, dass es nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist, die zu züchten. Es ist relativ aufwendig, sensibel. Tiere passen nicht immer zusammen, um sie miteinander zu verpaaren. Ist ein bisschen aufwendiger, die dürfen sie eigentlich zur Paarungszeit nicht sehen, sondern nur riechen und hören. Und dann funktioniert das. Und wenn man das immer zusammenhält, dann züchten die wenigsten von denen. Ja, dann muss man das Glück haben, dass man passende Partner halt hat und findet. Und ja, es ist immer noch, also ich glaube, erst in den 60er Jahren ist es erst einmal gelungen, die überhaupt zu züchten. Also in menschlicher Obhut. Das Ganze ist koordiniert durch ein EEP, also ein Erhaltungszuchtprogramm, und dient in der Form auch als Reserve auch für, sollte es irgendwann einmal so weit kommen, dass sie im Freiland aussterben, oder mal zumindest in Zoos noch nicht. Also selbst wenn man hinschaut und sie schauen alle gleich aus, haben oder jede andere Fellzeichnung, die Nackenmähne ist nicht bei allen gleich. Also man kann es eigentlich auseinander kennen, wenn man sich ein bisschen bemüht. Sie schauen auch zum Teil immer ihren Eltern ähnlich, also jeweils der Mutter oder dem Vater. Also ist nicht so einförmig, wie es auf den ersten Blick durch diese Flecken irgendwie wirkt. Die unterscheiden sich wirklich stark eigentlich voneinander. Nur muss man sich ein bisschen einschauen, auf den ersten Blick erschließt es sich nicht. Ja, ansonsten schaut der Tagesablauf von so einem Geparden halt so aus, dass er, wenn er halbwegs satt ist oder so, eigentlich sehr viel ruht, schläft und sich einfach entspannt. Katzen ähnlich, kennt man von zu Hause, kann man nicht oft. Da ist nicht viel Unterschied. Der einzige Unterschied bei den Katzen ist die Jagdmethode, weil Geparden eigentlich nicht schleichen und springen, sondern sich aktiv ein Tier aus der Herde aussuchen und das dann halt sehr schnell jagen. Aber nicht wie andere Katzen ganz nah hinkommen wollen und dann erst irgendwie, also möglichst am besten von hinten. Also da haben wir sehr, sehr kraftraubende Jagdmethode. Aber ist sehr erfolgreich, also erfolgreicher als andere Katzen. Also Geparden sind wie eigentlich alle Großkatzen oder so, sind ziemlich vom Aussterben bedroht oder zumindest abnehmen im Bestand. Das hängt mit unserer Landnutzung, unserer menschlichen Landnutzung zusammen. Es sind sehr viele Zäune durch Afrika, die dann zum Teil auch die Fortpflanzung verhindern. Die Viehzüchter haben nicht eine große Freude damit. Also eigentlich wie immer der menschliche Druck nimmt halt zu. Und da hoffen wir halt, dass man zumindest im Zoo so ein gewisses Gegengewicht schaffen kann, um zumindest die Genetik zu erhalten oder halt die Tierart an sich. Also das, wie gesagt, das wird in einem EEP-Zuchtprogramm mit einem Zuchtbuchführer sozusagen, der die Paare zusammenstellt oder der die Tiere halt zwischen den Zoos vermittelt, wird das koordiniert. Und dann gibt es halt, wenn man Glück hat, gibt es halt dann Junge auch. Die werden dann wieder in andere Zoos abgegeben, das wird aber eben, wie gesagt, das wird zentral koordiniert, damit es da nicht zu Inzucht und ja, verschiedene andere Dinge kommt, dass die Tiere zusammenpassen, vom Alter, von der Genetik. Ja, verschiedene Dinge werden halt da berücksichtigt, also verschiedene Parameter und dann hoffen wir, dass wir sie zumindest in Zoos erhalten können. Unsere Mutter, also die Afra, das ist eine sehr fürsorgliche Mutter. Das sind aber eigentlich die meisten Gepardinnen, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Denen muss man nicht viel lernen, die passen sehr gut auf ihre Kinder. Junge Geparden fressen sehr zeitig Fleisch.
und trinken ja dann immer noch bei der Mutter und wie lange sie das dürfen, kommt aber auf die Mutter an. Weil wir haben ja schon welche gehabt, da habe ich Junge mit einem Jahr auch noch trinken sehen. Also ist sehr individuell unterschiedlich. Jetzt den Kanal abonnieren, eure Frage in die Kommentare schreiben und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch nicht vergessen.